Hallo, wie schön, dass du mich hier gefunden hast, hier auf YouTube und auch hier in der wunderschönen Toskana im Val d'Orcia. Das ist das Tal der Orcia. Die Orcia ist ein Fluss, der fließt jetzt gleich hier unten. Ich sitze ja hier im Weinberg quasi und wenn da nicht so viele Bäume und Sträucher wären, könnte ich sie sehen. Ja, und dieser Fluss hat mich zur Musik inspiriert. Da hätte es eigentlich eine Soundjourney geben sollen jetzt, aber das haben wir nicht mehr geschafft. Aber das Thema der Musik, die Akkorde, damit möchte ich euch heute die Dreiklänge beibringen oder euch inspirieren, sie vielseitig zu nutzen, falls ihr sie schon könnt. Und das Zweite, was ich heute möchte, ist euch ein bisschen zeigen, wie spiele ich gefühlvoll. Denn das werde ich auch immer mal wieder gefragt, wie kann ich das machen. Okay, aber ja, ihr wisst ja schon, bevor ich an die Harfe gehe, ich spiele jetzt nicht gleich los, renne hin und spiele los, sondern ich schaue nicht nur, ob meine Harfe gestimmt ist, das ist sie. Ich schaue auch, ob ich richtig gestimmt bin. Das heißt, ich fühle einfach mal in mich hinein, fühle in meinen ganzen Körper hinein, in den Kopf, ist der noch voller Alltagssachen oder Dinge, die ich noch erledigen muss, oder bin ich frei und leicht? Wie fühlt sich mein Nacken an, meine Schultern, meine Arme, meine Hände? Wie sitze ich? Sind die Füße gut auf dem Boden? Es ist einfach gut, wenn du dir ein paar Atemzüge Zeit nimmst dafür. Du wirst viel, viel mehr Freude an der Harfe haben, viel entspannter sein und die Töne sind viel zauberhafter. Ja, mein Flusswellenlied ist in H-Dur, das heißt, die A-Klappe ist oben, alle anderen sind unten. Wenn du noch keine Klappen hast, darüber gibt es ein eigenes Tutorial, das du dir gerne anschauen kannst. Das kannst du natürlich auch spielen ohne Klappen. Ja, die Orcia ist ein Fluss, der jetzt im Sommer, es ist jetzt August, ganz, ganz ruhig dahin fließt. Also man sieht es kaum, dass er fließt. Das entspricht vielleicht so, wenn du Anfänger bist und fängst jetzt an, diese Dreiklänge zu spielen, so in voller Ruhe. Dann ist die Orcia auch grün in der Farbe, aber ich habe sie auch schon im Herbst und Winter gesehen. Oder nach dem Regen, dann sind da Wellen und es sprudelt und strudelt und sie ist ganz braun. Also sie ist sehr vielfältig, genau wie diese Musik, die wir jetzt heute spielen. Ich zeige dir jetzt den Grundgriff des Dreiklangs und dann ein paar Variationen dazu, die du dann später total miteinander vermischen kannst. Und es wird noch ein zweites Tutorial geben mit Variationen, die schon etwas schwieriger sind und für Anfänger vielleicht nicht ganz so geeignet. Den Dreiklang zu üben kann ich dir nur empfehlen, denn den sollte man einfach blind greifen können. Der ist toll als Begleitung, das ist bekannt. Ich nehme ihn aber auch gerne einfach zum Beispiel, um so Wellen auszudrücken. Das kommt auch in einigen meiner Stücken schon so vor. Und deshalb meine ich, dass wir ihn in beiden Händen können sollten. Gut. In meiner Sound Journey wollte ich mit diesen Dreiklängen beginnen und die Wellen fließen lassen, aber das kommt sicher noch wahrscheinlich im September. Ja, der Dreiklang. Beim Wasserfall haben wir ja mit 2 Fingern gespielt, beziehungsweise mit einem. Jetzt nehmen wir 3. Das heißt, du nimmst von beiden Händen den Mittelfinger, den Zeigefinger und den Daumen. Wir sind zwar in H-Dur von der Tonart her, aber wir fangen auf C an. Nebenbei gesagt, das ist dann die Tonart Dorisch, das ist eine alte Kirchentonart. Und wir legen die Finger so auf,
Das ist das C, da liegt der Mittelfinger auf, der Zeigefinger auf der E-Seite und der Daumen auf der G-Seite. In der anderen Hand genauso. Vielleicht erinnert ihr euch noch, dass ich auch mal gesagt habe, wenn wir mehrere Finger einlegen, dann bilden die immer eine schräge Linie nach oben. Das heißt, der Daumen ist an der höchsten Position. Zwischendrin ist eine Seite frei. So, wenn die 6 Finger jetzt liegen, dann kannst du noch mal gucken. Ja, passt, auch schön schräg. Dann spielen wir los. 2 Dreiklänge hintereinander. Das ist doch schon schön. Das kannst du, wenn du es noch nie gemacht hast, bitte einfach immer wieder üben oder spielen. Wir müssen ja nicht unbedingt üben, aber immer wieder spielen, bis es einigermaßen läuft. Immer gucken, liegen sie alle 6 Finger richtig und dann erst los. Wenn du das jetzt schon kannst, dann verrutschen wir diesen Dreiklang einfach nach unten auf die G-Seite. Das ist die Seite über der schwarzen oder blauen F-Seite. Der Abstand bleibt der gleiche und die Finger bleiben genau so liegen. Und dann spielen wir sie wieder ab, wenn alles stimmt. Und nochmal. Genießt eure Töne. Es ist einfach wunderschön, auch so was sehr Einfaches. Jetzt rutschen wir unterhalb der schwarzen oder blauen Seite auf die E-Seite. Alles andere bleibt absolut gleich. Wieder rein, auflegen, schauen, spielen. Hört euch zu, genießt eure Töne. Jetzt gehen wir noch eine Seite runter, oberhalb der roten auf die D-Seite und spielen das Ganze nochmal. Ich bin gerade ganz verliebt in diese wunderschönen Klänge. Ich spiele es jetzt mal der Reihe nach. Ihr könnt natürlich viel langsamer spielen. Wenn ihr schon besser spielen könnt, natürlich auch schneller. Das machen wir dann schon auch noch. Das war jetzt mal der Grundgriff und die Abfolge. Rote C-Seite, G-Seite, E-Seite, D-Seite anfangen. Super. Also das würde ich auf jeden Fall, wenn du noch nicht lange spielst, erstmal eine ganze Weile machen. Genieße es einfach, spiele es und du wirst immer besser werden damit. Ich zeige euch jetzt noch ein paar Variationen davon, die du sicherlich auch nach einer Weile dann kannst. Wir bleiben jetzt erstmal genau auf dieser Abfolge. Und zwar fangen wir wieder bei C an, 6 Töne nach oben. Wir legen die Finger wieder genauso auf, aber nun spielt die untere Hand nach oben und die obere Hand nach unten. Wieder einmal ganz nach oben. Beim zweiten Mal spielt die rechte Hand nach unten.
Was du auch üben kannst, wenn ich jetzt gefühlvoll und ausdrucksvoll spielen möchte, dann spiele ich das nicht einfach so. Das ist sehr mechanisch. Wenn ich zum Beispiel nach unten spiele, dann fühle ich diese Bewegung und auch meine eigene Bewegung und die Bewegung der Musik. Das kann man fühlen. Und wenn du das übst, deine Musik mitzufühlen, die du spielst, dann wirst du immer ausdrucksstärker und gefühlvoller spielen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt so spiele. Das ist eine innere Bewegung, was dieses da, da, da. Jetzt können wir diese beiden Muster, alles nach oben und das zweite Muster, die Variation nach oben und dann umdrehen nach unten schon mal hintereinander spielen. Ein weiteres Element, um mehr Ausdruck und Gefühl reinzubringen, ist lauter und leiser zu spielen. Wenn du schon fortgeschrittener bist und dir das so langweilig ist und zu langsam, dann variier mit der Lautstärke. Das ist am Anfang ziemlich schwierig. Ich weiß, da ist man froh, wenn man die Finger drauf hat und wenn man es überhaupt hinkriegt, aber je besser du wirst, kann dir nur empfehlen, damit zu spielen ein bisschen. Du kannst zum Beispiel die erste Runde leise, die zweite lauter. Und langsamer und schneller. Wenn du schon ein bisschen besser spielst, kannst du auch damit mehr Gefühl hineinbringen, mehr Tempo und dann wieder bremsen. Weitere Variation, du spielst die 3 Töne als Akkord, das heißt, wir spielen sie auf einmal. Natürlich kannst du auch mischen. Diese Akkorde kann man natürlich fast temperamentvoll spielen, aber auch sehr zärtlich und sehr weich. Noch eine Variation, wenn du nicht eine ganz kleine Harfe hast, dann hast du ja mehrere Cs und Gs und E-Saiten und D-Saiten, sodass du da von unten bis nach ganz oben alles nutzen kannst. Ich zeige dir mal, was ich meine.
Ein Thema ist auch so, wie höre ich was auf? Angenommen, ich spiele jetzt eine Viertelstunde, improvisiere ich jetzt da drauf mit diesen Tönen. Ich bin letztens gefragt worden, wie soll ich aufhören? Also ich höre gerne offen auf, also ich lasse es gerne einfach so auslaufen. Manche hören lieber auf dem Grundton auf, also ich gehe nochmal zurück auf den ersten Ton, ich lasse es einfach auslaufen. Und eine andere Möglichkeit ist einfach, was ganz schön ist, du wirst immer leiser und du wirst langsamer oder leiser oder langsamer. Okay. Ja, ich hoffe, ich konnte dich jetzt inspirieren, ob du Anfänger oder schon etwas besser spielst, mit diesen Dreiklängen einfach zu experimentieren. Ich finde es ja immer, es muss überhaupt nicht kompliziert sein, was man da tut. Da ist man eher gestresst und das spüren auch deine Zuschauer, Zuhörer und du selbst auch. Und wenn man sehr einfache Dinge spielt und sich denen hingibt, diesen Bewegungen, diesen Tönen, ist es viel, viel, viel wunderschöner. Also ich genieße auch nur Dreiklänge zu spielen. Das ist meditativ, es ist schön und es bietet trotzdem so viele Variationsmöglichkeiten. Allein wenn du all dieses, was wir miteinander gemacht haben, kombinierst. Ja, es wird noch ein zweites Tutorial geben. Da bleibt die linke Hand gleich, aber die rechte wird etwas virtuoser. Natürlich kann man dann auch diese Basics mit dem anderen Tutorial kombinieren. Ja, ich hoffe, ich konnte dich inspirieren, damit ein bisschen herumzuspielen. Und ich sage jetzt vielen, vielen Dank für deine Aufmerksamkeit, fürs Zuhören. Und falls du noch Fragen hast oder mir einen Kommentar schreiben willst, freue ich mich sehr. Ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.